herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade am Walchensee in den Bayerischen Alpen, weil das hier ist meine Hausstrecke. Und da nehme ich euch jetzt ein kleines bisschen mit. Ich werde jetzt vom Walchensee aus Richtung Obersöchering fahren. Und zwar über Kochel. Bad Tölz ist die falsche Richtung. Aber über Kochel. Und werde euch ein bisschen mitnehmen. Und euch ein bisschen vorlabern. Wir sehen das Ganze jetzt hier einfach mal als Motovlog. Keine Ahnung, ob das Setup funktioniert. Aber es ist geilstes Wetter. Wir haben laut meinem Motorrad 19 Grad. Und ihr werdet gleich im Hintergrund den Walchensee sehen und die Bayerischen Alpen. Also zum Motorradfahren ist das hier wirklich ein Paradies. Das muss man einfach so sagen. Ja, und was mache ich jetzt in Obersöchering? Ja, wenn ihr das letzte Video gesehen habt mit Rupert, da haben wir die Ducati Panigale V2S auf der Landstraße getestet. Und die befindet sich zurzeit noch in der Einfahrtphase. Das heißt, bis 6000 Umdrehungen können wir die nehmen, beziehungsweise fahren. Nehmen können wir die auch so. Deshalb konnten wir die noch nicht ausgiebig auf der Autobahn testen. Aber dafür wird es vielleicht auch noch mal ein Video geben. Da könnt ihr mal Bescheid sagen, ob ihr da Bock drauf habt, um zu gucken, was die neue V2S denn so im Topspeed kann. So, Helm zu, jetzt dürftet ihr das Klacken gehört haben. Ja, wie immer hoffe ich, dass alle Mikrofone und Kameras an diesem Motorrad dranbleiben und sich nicht durch den Wind lösen. Denn doch werde ich nicht umdrehen. Jetzt habe ich immer noch nicht gesagt, was ich in Obersöchering mache. Ne? Also ich werde zum Rupert fahren, weil der hatte nämlich eine Helmkamera bei sich am Helm, um die First-Person-Perspektive immer so ein bisschen aufzunehmen. Und statt mir die Speicherkarte zu geben, hat er mir die ganze Kamera in die Hand gedrückt. Tunnel, der Hund. Ja, das muss jetzt sein. Und statt mir die Speicherkarte zu geben, hat er mir einfach die ganze Kamera in die Hand gedrückt. Ja, und die bringe ich mir jetzt wieder zurück. Und wollen wir nochmal Sound hören? Dafür fahren wir doch Motorrad, oder? Ja, ihr merkt, das mit dem Reden und dem Fahren, das klappt doch nicht so ganz. Es ist einfach zu überwältigend, Motorrad zu fahren. Wir fahren diese Umgebung, ey. Ja genau, statt mir die Speicherkarte zu geben, hat Rupert mir die ganze Kamera gegeben. Die bringe ich mir jetzt weg. Also wieder zu ihm. Und ja, eigentlich eine ganz lustige Situation. Also Ducati Nebel ist mein Motorradhändler. Ich habe da 2 Motorräder gekauft. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir könnten ja mal alle Motorräder durchtesten. Ein paar Videos dazu machen, weil scheinbar gefallen euch die Videos. Übrigens danke, dass ihr den Kanal abonniert habt. Ich habe innerhalb von, glaube ich, einer Woche 150 Abonnenten oder so. Also finde ich jetzt schon krass, dafür, dass gar nichts da war an Abonnenten. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, weil solche Videos, die du jetzt siehst, wird es in Zukunft noch weitergeben. Und wir haben uns nämlich gedacht, diese ganzen Modelle könnten wir mal durchtesten. Wir könnten einmal so ein Video machen, wie langstreckentauglich ist die Multistrada V2S, V4S, wie auch immer. Wo sind die großen Unterschiede zwischen einer Street Fighter V2, einer Panigale V2. Ich fahre nicht mein ganzes Leben Ducati, sondern vorher eine Kawasaki gefahren, eine Z1000. Und ich hatte irgendwie gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Wind auf der Autobahn, auf meiner Brust. Das hat mich immer so hart genervt, weil ich kannte schon Supersportler fahren. Ich bin früher mal, das war mein erstes Motorrad, nach dem Führerschein eine ZX6R gefahren. Und deshalb weiß ich, wie sich ein Motorrad mit Verkleidung anfühlt. Und das habe ich ein bisschen vermisst. Deshalb habe ich mir gedacht, kaufe ich mir einen Supersportler. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir können mal so die ganzen Motorräder durchtesten. So ein paar Vergleichsvideos machen, ein paar Erklärvideos machen. Es kommen immer wieder neue Modelle raus. Aber jetzt habe ich auch noch nicht gesagt, was ich sagen wollte. Und zwar fahre ich gerade blöderweise ohne Fahrzeugschein. Den hole ich mir jetzt wieder. Den habe ich nämlich beim Händler vergessen. Weil eigentlich wollten wir einen Service machen.
und auch gleichzeitig TÜV und HU. Übrigens schaut euch mal bitte kurz diese Aussicht an. Ja, wir wollten TÜV und HU machen und ja, Service wurde gemacht und dann sind Rupert und ich losgefahren, haben das Testvideo für die V2 jetzt gemacht auf der Landstraße und dann habe ich mein Motorrad mit nach Hause genommen und dann sagte er am nächsten Tag, du Miguel, ich hätte dir das Motorrad gar nicht mitgeben sollen, weil wir wollten eigentlich noch TÜV und HU machen und der ist heute da. Kannst du in der nächsten halben Stunde hier sein und das Motorrad vorbeibringen, damit der TÜV und HU machen kann? Servus. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin gerade beim Sport. Das war ein bisschen schlecht. Und deshalb muss ich jetzt nächste Woche das Motorrad nochmal dahin bringen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video hier seht, hat das Motorrad wahrscheinlich neuen TÜV und HU. Jetzt gerade hat es auch TÜV und HU, aber ich muss den bis Ende März machen. Und wir haben jetzt gerade Mitte März, Anfang März. Und da ich ja noch einen Job habe, beziehungsweise ich bin selbstständig und nächste Woche und übernächste Woche komplett eingespannt bin, werde ich es nicht schaffen, das Motorrad dann wegzubringen. Deshalb muss ich das jetzt demnächst zeitnah machen. Und wahrscheinlich kann der Rupert mir dann beide Motorräder bringen, weil die Ducati Panigale V2S habe ich auch gekauft für Annika. Die steht da noch. Wir haben das Motorrad zugelassen, aber ging ja ganz schnell. Straßenzulassung hat eine halbe Stunde gedauert. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, by the way, aus in der Nähe von Unna in Nordrhein-Westfalen. Ich kenne das eine oder andere. Und wenn du da ein Fahrzeug zulassen willst, da kannst du eigentlich vorher da campen. Das ist ungelogen. Also auch Straßenzulassung Dortmund. Ich habe mal in Dortmund gewohnt. Das ist Straßenzulassung da. Ich meine, da sind zwar gefühlt 20 Schalter, aber dafür hast du auch 2 Millionen Menschen, die ungelogen vorher, ich schätze mal 2 Stunden vor Öffnung da anstehen, um irgendwie halbwegs pünktlich ohne Termin ranzukommen. Und selbst mit Termin ist es echt ein Krampf. Also das ging jetzt hier echt gut. Ich habe da schon mein BMW, mein X1 zugelassen. Annika ihren Golf 5 R32 und diese Panigale, das hat immer ein bisschen gedauert. Also ich habe immer so eine Stunde gewartet, obwohl ich da ja eine halbe Stunde vor Öffnung da war, so richtig Allmann-mäßig. Aber jetzt ging es relativ schnell. 20 Minuten haben wir gewartet, dann konnten wir die neue V2 zulassen. Und ja, jetzt gerade, das was ihr hier seht, das ist der Kesselberg. Kennt man vielleicht auch von Achtung Kontrolle, weil ja, der eine oder andere Mensch, wie soll ich das sagen, nutzt diese Strecke hier als Rennstrecke. Und das ist keine Rennstrecke, das ist natürlich Straßenverkehr. Und ich muss vielleicht mal gucken, ob diese Strecke von Kochel aus hier hoch gesperrt ist, weil es gab nämlich zeitweise ein Fahrverbot. Ich glaube, bis 15 Uhr konnte man fahren und danach durfte man nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, ob das Fahrverbot immer noch ist, weil als ich hier gerade hochgefahren bin, meine ich es nicht wahrgenommen zu haben, bzw. nicht gesehen zu haben. Also bleibt auf jeden Fall bei dem Video dran, denn dann seht ihr aktuell, wie es mit Fahrverboten aussieht. Das kann ich euch gleich sagen. Schön. Ach, dieser Sound. Ich muss sagen, das ist einzigartig bei Ducati. Naja, also wenn wir schon beim Sound sind, das hier ist der originale Auspuff. Das war so eine Carbon-Auspuffblende drauf, aber ansonsten ist das eine ganz normale V2 aus dem Jahr 2023. Und ich wollte eigentlich eine V2S haben, die gab es aber 2023 nicht. Und da hat Ducati, beziehungsweise Ducati Nebel, beziehungsweise der Ralf, schöne Grüße, falls du gerade zuhörst, mir diese V2 Troy Bayliss Edition verkauft, weil ich wollte unbedingt ein Öhlins-Fahrwerk, Öhlins-Lenkungsdämpfer, Öhlins-Federbein und so weiter. Ich wollte einfach was Besonderes, was auch im Verkauf wieder ein bisschen wertstabiler ist. Und deshalb hat er mir das Motorrad hier verkauft. Ja, was ist sonst noch anders? Was ist überhaupt diese Troy Bayliss Edition? Ja, die wurde seit 2021 gebaut. Ich meine bis 2024 wurde sie gebaut, wird jetzt nicht mehr gebaut. Und zwar ist dieses Motorrad dem Rennfahrer Troy Bayliss gewidmet, der, lass mich lügen, das erste Mal mit einer V2 eine, ich weiß nicht, ob es eine MotoGP war, auf jeden Fall eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und das Witzige dabei ist, der war eigentlich Testfahrer, weil der eigentliche Fahrer, der für Ducati gefahren ist,
weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf auswendig, wer das war, das kann ich nicht einblenden. Der war verletzt und da hat Ducati gesagt, scheiße, wen lassen wir jetzt fahren? Und dann haben die Troy Bayliss angerufen und der hat gesagt, yo, ich fahre das für euch. Und der hat im Endeffekt genug Punkte gesammelt in diesem Rennen, um die WM für Ducati als Werksteam zu entscheiden und somit für Ducati die Weltmeisterschaft zu holen. Und ihm zu Ehren haben sie die V2 Troy Bayliss Edition gebaut. Ja. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mal noch ein bisschen mit beim Fahren und werde jetzt mal die nächsten 2 Minuten die Klappe halten. Da hinter mir kommt schon der nächste Fahrer, keine Ahnung. Ja, sowas zum Thema Klappe halten, ne? Kesselberg ist immer was los. Das ist einfach eine beliebte Motorradstrecke. Ja, vor mir sind viele Autos, deshalb kann ich da jetzt nicht großartig Gas geben. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich will eigentlich nur hier heile runterkommen und zum Händler fahren. Aber dementsprechend fahre ich auch ein bisschen langsamer. Hinter mir ist eine, das könnte auch mal Ducati sein. Ne, die Lichter sind eher so eine Honda. Oder eine SN1000R. Ich werde jetzt mal gleich unten am Parkplatz anhalten und gucken, ob mein Mikrofon auch dran ist. Ansonsten darf ich die Kesselberg hier nochmal hochfahren. Naja, ist eine Honda. Eine Fireblade. Vielleicht guckt sich derjenige gerade das Video an und denkt sich so, ja, da bin ich auf dem Motorrad drauf. Ja, weil hier fahren schon echt viele Motorradfahrer. Und wenn es hier irgendeinen Motorradfahrer gibt, der hier schon mal gefahren ist, schreibt es mal in die Kommentare. Das ist eigentlich eine sehr bekannte und sehr beliebte Strecke. Aber tut mir einen Gefallen, fahrt euch nicht tot. Und wenn, dann so, dass ihr dann hier noch weiterfahren könnt und ihr nicht im Weg liegt. War das makaber? Ich glaube, das war makaber. Kann man das drin lassen? Ja. Also ich muss sagen, der Auspuff, der verläuft ja der Krümmer unterm Sitz hier. Der ist schon brutal heiß. Wir haben Lufttemperatur 16 Grad. Das Motorrad hat jetzt 97 Grad. Ja, warm ist es auf jeden Fall. Bei der neuen V2S ist es übrigens nicht so. Da verläuft der Krümmer nicht unterm Sitz, sondern er verläuft hinten weg. Die hat auch ein bisschen bessere Lufteinlässe, damit der Auspuff abkühlen kann. Und dementsprechend wird die neue V2S nicht so warm unterm Popo. So, mal kurz hier anhalten, um zu schauen, ob mein Mikro noch da ist. Das ist immer so die größte Paranoia. Aber es scheint alles zu funktionieren. Läuft auch noch alles. Wie findet ihr eigentlich den Ton? Ich habe das Lavalier-Mikrofon jetzt hier dran, also quasi das DJI Mic 2 mit einem Rode Lavalier-Mikrofon. Und jetzt hört ihr mich über Sena. Beziehungsweise, ja, ich werde jetzt mal den Ton zwischeneinander tauschen. Und dann könnt ihr mal sagen, welchen Ton ihr besser findet. Ich bereite den Ton in der Nachbereitung immer so ein bisschen nach, um das bestmögliche Ergebnis für euch zu produzieren. Und ihr habt ja in dem Testvideo mit der V2S gemerkt, der Ton war jetzt nicht so geil. Das lag aber daran, dass das Audio-Setup komplett anders war. Da habe ich nämlich mit dem Rupert über Sena gequatscht und wir haben uns die kompletten DJI Mic 2 in den Helm reingebaut. Und das hat natürlich die ganzen Windgeräusche komplett mit aufgenommen. Und man hat uns dementsprechend nicht verstanden. Aber das eigentliche Fahren fing halt perfekt. Und dann habe ich gedacht, das muss doch besser gehen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den Ton direkt aufzunehmen. Und da war die einzige Lösung, eine Kamera zu finden, die den Ton vom Mesh Intercom direkt aufnimmt. So, was habe ich gemacht? Ich habe den Insta360 X4 gekauft, habe dann meinen Mesh bzw. meinen Sena damit verbunden, habe Annikas Helm versucht mit reinzunehmen und was war? Man kann mit der Kamera nur ein Sena verbinden. Da habe ich gedacht, scheiße, neue Kamera gekauft,
Equipment gekauft, wieder so rund 1000 Euro los gewesen, nur damit ich euch eine bessere Qualität bieten kann und kann jetzt nicht mal mit anderen über die Kamera aufnehmen. Und die Lösung dafür ist ein Meshport, so nennt sich das Ganze. So soll es zumindest in der Theorie sein. Ob das Ganze funktioniert, kann ich euch sagen, wenn der Meshport angekommen ist. Dann kann ich euch zeigen, ob das Ganze funktioniert, denn dann koppelt man im Endeffekt die Insta360 X4 mit dem Meshport und das ist quasi für die Kamera dann die Eingangsquelle. Und alles, was über den Meshport eingespeist wird, wird dann über die Kamera aufgenommen. Das heißt, ich kann da mit dem Rupert und der Annika zusammen fahren, zumindest in der Theorie, und über den Meshport quatschen, sodass ihr alle Stimmen hört. So könnte man theoretisch einen Motorrad-Podcast aufnehmen. Wenn wir schon beim Thema Podcast sind, das ist eigentlich das, was ich hauptberuflich mache. Podcast erstellen. Ich komme eigentlich aus der Dentalbranche. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, fällt mir das so ein. Ich bin selber Zahntechniker, Meister. Also ich habe mal eine Ausbildung gemacht zum Zahntechniker. Dann relativ schnell gemerkt, Junge, wie geht's hier eigentlich ab? Termindruck, Zeitdruck, Stress, Qualitätsanspruch, aber keine Zeit. Kennt der eine oder andere vielleicht von euch von der Arbeit. Und habe dann gesagt, Junge, jetzt bist du 23 Zahntechnikermeister. Probierst nochmal was anderes. Dann habe ich zwischenzeitlich Fitnessökonomie studiert, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr viel Sport gemacht habe und gedacht habe, damit könnte ich ja später mal mein Geld verdienen. Und ich fand das auch sehr geil, muss ich sagen, das Fitnessökonomie-Studium. Ich habe es nicht abgeschlossen, weil ich das wissenschaftliche Arbeiten total scheiße fand. Dieses Hinsetzen, Statistiken raussuchen, Verlinkungen, Querverlinkungen, Verweise und so weiter, das hat mich dermaßen genervt, dass ich das Studium dann nach 2 Jahren abgebrochen habe. Aber trotzdem war es eine sehr geile Entscheidung, das Studium damals zu beginnen als zweiten Berufsweg, weil ich dadurch unglaublich viel gelernt habe, weil ich ja selber Sport mache und mir deshalb zu helfen weiß beim Sport, also welche Übung funktioniert, die Ernährung funktioniert und so weiter. Und ich kann mir davon zwar nichts kaufen, aber ich kann mich selber um meine Gesundheit kümmern. Und im Endeffekt kannst du Geld verdienen, wie du willst, wenn du keine Gesundheit hast, dann bist du am Arsch. Deshalb ist wichtig, dass wir alle gesund bleiben, uns genug bewegen, ausreichend essen und trinken, vor allem gesund essen und trinken. Und dann kannst du dir später ein bisschen Geld sparen, weil du weniger Medikamente kaufen musst. So ist zumindest mein Plan und meine Theorie, als junger Mensch möglichst gesund zu leben, um im Alter weniger Geld für Medikamente auszugeben. Gut, dafür gebe ich jetzt im jungen Alter mehr Geld für Supplements und Nahrungsergänzungsmittel aus, sprich D3 und so weiter. Wo wir schon beim Thema D3 sind, ich fahre gerade durch die Sonne. Eigentlich sollte ich genug D3 tanken, aber logischerweise mit Motorradkombi funktioniert das nicht. Das heißt, wir nehmen D3 über unsere Haut auf, aber auch nicht überall. Es gibt übrigens einen Podcast zu dem Thema, wo D3 aufgenommen wird, im Queens und Sons of Dance Podcast von den Sperlich Brothers. Also eigentlich ist der Podcast von Daniel Obert, aber die Sperlich Brothers haben gequatscht. Und die haben gesagt, dass man D3 hauptsächlich über den Nacken, über die Haut im Nacken bzw. am Hals ausnimmt und über die Unterarminnenflächen. Und wenn diese Stellen bedeckt sind, dann kannst du D3 auch nicht aufnehmen. Wie ist eigentlich der Sound jetzt im Helm mit dem Wind? Ist das viel? Ey, das mit diesen Baustellen, das geht mir richtig auf den Sack. 50, 100, 50, 100, 50, 100. Ich glaube, ich muss nochmal mit der Stadt reden, ob die mir nicht ein paar Brembo-Bremsen sponsern wollen, weil ich ständig abbremsen muss. Wäre eigentlich eine geile Idee, oder? Mal bei der Stadt rufen und sagen, hey Leute, durch die Baustellen sind meine Bremsen verschlissen, kauft mal bitte ein paar neue. So, Geschwindigkeit aufgehoben. Ja, das ist übrigens mein erster Motovlog an sich, wo ich selber quatsche. Ich habe keine Ahnung, worüber ich die nächsten Videos machen soll, wenn ich selber fahre. Vielleicht interessiert euch das ja auch gar nicht. Vielleicht wollt ihr auch lieber, dass andere Menschen dabei sind und mit reinquatschen. Ich habe mal überlegt, ich bin so ein kreativer Mensch, bei mir dreht sich ständig im Kopf und kommt ständig auf neue Ideen, ob man nicht mal so einen Motorrad-Podcast on the road macht, wo man sich so ein Thema raussucht und sagt,
Du, ich war auf der EICMA, du warst auch da. Was waren deine Eindrücke von dieser Messe? Oder dass man darüber quatscht, warum man sich für das jeweilige Motorrad entschieden hat, das man gerade fährt. Wie hat sich das ergeben? Boah, ich muss sagen, dieser Helm, der ist zwar schon windgeräuscharm, der ist ja auch von der FIM homologiert für die Rennstrecke. Das ist der RPH A1 von HJC, die MotoGP auch. Aber trotzdem, hier kommt noch einiges an Wind an. Ich will gar nicht wissen und ich kann es mir auch null vorstellen, wie das ist, mit so einem MotoGP-Bike 360 und aufwärts zu fahren. So in Mugello auf der Geraden. Einfach krass. Ich meine, wer schon mal mit dem Motorrad schneller als 250 oder 70 gefahren ist, der hat vielleicht ungefähr einen Anhaltspunkt, wie sich das anhört und anfühlt. Aber 360 ist einfach nochmal 100 km/h schneller. Das kann man gar nicht mit dem Verstand beschreiben wahrscheinlich. Das muss man wahrscheinlich mal erlebt haben. Wart ihr eigentlich schon mal auf einem MotoGP-Rennen? Das würde mich mal interessieren. Wer von euch war schon mal auf einem MotoGP-Rennen? Ich finde, dass das als Motorradfahrer ein Ereignis ist, was man mal erlebt haben muss. Weil man trifft auf Menschen, die vielleicht Interessen haben. Man hat Inspiration. Ne? Vielleicht kommt man auf die Idee, von einem Naked Bike auf eine Supersportler umzusteigen. MotoGP fand ich bin immer in so einem richtigen Fiebertraum von MotoGP gewesen. Kann ich ja mal kurz anschneiden. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich bei Europa bin. Und zwar, als ich Annika kennengelernt habe, hat sie mir gesagt, ich wäre mal gerne bei einem MotoGP-Rennen dabei. Mein Papa ist damals mit meinem Bruder zum MotoGP-Rennen gefahren nach Assen und hat mich nicht mitgenommen. Und das hat mir das Herz gebrochen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ermögliche dir, mal zu einem MotoGP-Rennen zu fahren. Habe dann Tickets gekauft für Mugello. Und zwar in der Poltronissima Pitlane, so hieß glaube ich die Karte. Das ist Startziel quasi und da kannst du oben von der einen Seite in die Pitlane gucken und von der anderen Seite kannst du die Kurven sehen. War richtig geil. Bis jetzt auch übrigens das beste MotoGP-Ereignis, was ich miterlebt habe. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, ist ja schon cool, wenn wir da sind. Aber noch geiler wäre es eigentlich, wenn ihr Papa auch dabei wäre. Weil dann hätte sie nämlich dieses Erlebnis, was ihr Papa mit dem Bruder hatte, auch mal erlebt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kaufe ich noch einfach auch ein Ticket und lasse den einfliegen aus dem Emsland. Und dann habe ich noch ein Ticket für ihn gekauft, beziehungsweise ihn angerufen und habe gesagt, du, XY, so nenne ich ihn jetzt einfach, Papa XY, willst du nicht mit zum MotoGP-Rennen nach Mugello kommen? Und er hat gesagt, ja, ich würde ja gerne, aber das ist Vatertag. Wir wollten eigentlich grillen, habe ich gesagt, ja, dann musst du dich wohl entscheiden. Nach Italien eingeladen werden, zur Rennstrecke oder grillen. Ja, die Entscheidung war nicht so schwer. Er hat sich fürs Grillen entschieden. Nein, war nur Spaß. Er ist natürlich mitgekommen. Wie hättet ihr euch entschieden? Wärt ihr grillen gegangen und hättet euch mit euren Kumpels eine Flasche Bier reingeziebelt oder wärt ihr auch nach Mugello geflogen? Nach Florenz. Ja, dann ist er nach Florenz geflogen. Den haben wir da abgeholt, weil wir zu dem Zeitpunkt mit dem Auto da waren. Ja, das war verrückt irgendwie, wenn man sich das überlegt. Ich habe den Schwiegervater mit Annika in Florenz abgeholt. Und dann sind wir einfach zur Rennstrecke gefahren. Wir haben so Pakete gekauft mit Hotel und mit den Tickets im Endeffekt. Das war so ein Bundle. Dann haben wir ihn abgeholt vom Flughafen, zum Hotel gebracht. Das war nicht weit von unserem Hotel. Aber rückblickend muss ich sagen, hätte ich eher das MotoGP-Rennen separat gebucht und ein Hotel selber ausgesucht, weil das Hotel war ehrlich gesagt nicht so geil. Warm ist es. Ja, als kleiner Einfluss zum MotoGP für diesen Vlog hier. Wenn ihr in andere Länder reist, bucht euch eure Hotels oder Airbnb selbst, kommt ihr günstiger weg und habt Einfluss darauf, wie das Hotel im Endeffekt aussieht und ob das gut ist.
Ja, und dann war ich angefixt mit MotoGP und da ging der ganze Fiebertraum eigentlich erst los. Und dann haben wir gesagt, okay, was könnten wir da als nächstes machen? Dann waren wir mal bei Sachsenring. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt waren wir schon in Deutschland und in Florenz, was machen wir noch? Ja, dann können wir mal Spielberg machen, Österreich, sind wir nach Österreich gefahren. Da waren wir auf der Nordtribüne, war auch ganz geil. Was ich aber in Österreich bei der MotoGP ein bisschen scheiße fand, man hatte so Sektoren, in denen man sich aufhalten konnte als Zuschauer und mehr auch nicht. Und wenn du zu nah am Zaun standest, wurdest du darum gebeten, vom Zaun wegzugehen, so 1,5 Meter oder auf die Tribüne zu gehen. Das fand ich ein bisschen lame, muss ich sagen, von der Organisation. Was wiederum beim Sachsenring sehr geil war, weil du kannst ja gefühlt auf der Strecke stehen. Du kannst beim Sachsenring komplett um die Strecke rumgehen. Du kannst an den Zaun gehen quasi, wo die Jungs und Mädels wollte ich sagen, aber es sind ja hauptsächlich Jungs, in der MotoGP sind ja nur Jungs. Du konntest ihnen dabei dann zuschauen, wie die fahren und das hören und riechen und erleben und das war einfach, also Sachsenring ist mit eins der geilsten MotoGP-Erlebnisse, die ich persönlich bis jetzt hatte. Ja, und dann haben wir uns gedacht, was machen wir denn noch? Und dann sind wir nach Barcelona gefahren, alles in einem Jahr übrigens, haben uns in Barcelona das MotoGP-Rennen angeguckt, da konnte man auch komplett um die Strecke gehen, aber da bist du ein bisschen weiter entfernt von der eigentlichen Strecke. Und das war auch ganz geil. Und dann sind wir quasi, weil der nächste Termin in Rimini war, hinter den ganzen MotoGP-Trucks hergefahren. Vielleicht habe ich noch ein paar Videos, so kann ich das einblenden. Und habe die quasi verfolgt. Also wir sind mit den LKWs, mit dem Auflieger, wo die ganzen Safety Cars drauf waren, nach Misano gefahren und haben uns da auch noch ein Rennen angeguckt. Ich will gar nicht wissen, ich will auch nicht zusammenrechnen, was das Ganze gekostet hat. Will ich ehrlich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber das war so bis jetzt echt mit die geilste Zeit, die ich bis jetzt hatte. Und ja, wie war Misano? Ich muss sagen, ja, enttäuschend wäre übertrieben. Aber das war mit Abstand die schlechteste MotoGP-Experience. Weil wir haben uns eigentlich nur an der Tribüne aufhalten dürfen, die wir gebucht haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und das Essen da war auch einfach scheiße, muss man ehrlich sagen. Da gab es halt so trockene Brote mit Wurst und Käse. Du konntest mal so einen Instant-Kaffee kaufen und dann war es das. Was man ja eigentlich von Italien so gar nicht meint. Aber das war tatsächlich so. Und ja, das war echt enttäuschend, muss ich sagen. Rennstrecke an sich war cool, weil die haben nach dem Rennen die Strecke aufgemacht und dann konntest du Track Invasion nennt sich das. Konntest du auf die Rennstrecke gehen und dann quasi die Siegerehrung von der Strecke aus anschauen. So, mal kurz checken, ob mein Mikrofon auch da ist und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu Valencia. Das war nämlich auch eine sehr geile Aktion. Ah, super. Oh, Mikro ist noch dran, es läuft noch. Das sieht doch vernünftig aus, würde ich sagen. Okay, Valencia. Ja, wir waren tatsächlich nicht auf jeder Rennstrecke im Rennkalender, aber zumindest im europäischen Raum. Große Asse waren wir auf jeder Rennstrecke. Ja gut, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in Le Mans waren wir auch nicht und in Silverstone waren wir auch nicht. Okay, dann habe ich nichts gesagt, ich korrigiere mich. Auf jeden Fall sind wir dann nach diesen 2-3 Terminen noch zum Finale nach Valencia. Das war 2023 oder 24? Ne, 2023. Da ist Marc Hess, glaube ich, noch bei Honda gefahren. War der schon? Nee. Doch, der war da noch bei Honda, wenn ich mich nicht irre. Falls doch, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. War auch eine geile Experience. Kurz hier Gas geben. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Und in dem Jahr habe ich auch meinen originalen Knieschleifer von Pecco Bagnaia gekauft. Mit Unterschrift und Zertifikat und allem drum und dran. Weil war so ein kleines Erinnerungsstück, das habe ich aber in Barcelona gekauft. Und da ich das Finale in Valencia ziemlich cool fand, habe ich gesagt zu meinem Bruder, wie wäre es denn, wenn wir das mal zusammen machen? Wenn wir zusammen mal nach Valencia zum Finale fliegen. Weil zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Spanien, auf Mallorca für eine kurze Zeit. Und habe gedacht, so, wenn wir schon mal in der Nähe sind, dann können wir uns ja auch in Valencia treffen.
Tragischerweise war zu dem Zeitpunkt da das Hochwasser, was den kompletten Track überflutet hat. Da sind teilweise Straßen durch die Spülung unterspült worden und weggebrochen, also ganz tragisch. Was dann zur Folge hatte, dass wir das dann umgebucht haben. Das heißt, wir haben die Tickets erstattet bekommen und sind dann mit den Gutscheinen auf die Idee gekommen, dass wir die Tickets ja in Barcelona dann kaufen konnten, weil das Finale 2024 wurde dann von Valencia nach Barcelona verlegt. Barcelona, wenn man es ganz Spanisch aussprechen möchte. Und im Endeffekt haben wir dann alles, was wir vorher gebucht hatten, sprich Flüge, Rennen, Airbnb stornieren müssen, um uns dann komplett innerhalb von einer Woche neu auszurichten, um dann in Barcelona das Finale wahrnehmen zu können. Ja, und dann ist mein Bruder und sein Schwager von Dortmund nach Barcelona geflogen und wir sind dann von Mallorca aus darüber geflogen nach Valencia, hat übrigens noch 20 Minuten gedauert, nach Barcelona, sorry, und haben uns dann da das Finale angeschaut. Fand ich auch ziemlich cool, das war ja ein Charity Grand Prix, kann man sagen, da wurden originale Teile von MotoGP-Fahrern verlost und der Erlös kam dann den Flutopfern in Valencia zugute, fand ich mega gut. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich da was ersteigere. Da hat mich schon gereizt, so ein Handschuh von Marc Marquez oder so. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das waren mehrere tausend Euro für so einen Handschuh. Bin ich nicht sicher, ob ich das machen möchte. Ich meine, ich habe einen Pecco Bagnaia Knieschleifer gekauft. Der ist eingerahmt. Der war auch nicht günstig. Der ist auch original mit Unterschrift und Zertifikat und so weiter. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwo ist halt auch dann die Fahnenstange erreicht und ich meine, schön und gut, dass es Flutopfern zugute kommt, aber ich weiß es nicht, ob ich da so übertrieben einen Invest gehen will. Ich glaube übrigens, dass ich mich gerade verfahren habe. Naja, aber hier in Bayern ist es so, wenn du auf der Landstraße bist, kommst du immer überall raus. Es gibt auch diese Schilder, wo drauf steht, in alle Richtungen. Das sind die geilsten. Die alle Richtungsschilder. Wo du dann in alle Richtungen kommst, aber nicht weißt, wo du im Endeffekt ankommst. Aber ich bin auch tatsächlich so ein bisschen abgefahren von der Landstraße, wo 100 ist, damit hier nicht so viele Windgeräusche sind. Damit ihr mich besser versteht. Ich bin gerade in Dürnhausen. Ich weiß nicht, ob euch das jemand ob ihr schon mal hier wart, aber alles, was mit Hausen endet, ist tendenziell ein Kaff. Also hier ist nichts, wie ihr seht. Hier ist Wiese und Kühe. Aber das macht's auch schön. Ich muss sagen, das ist halt auch das Geile am Motorradfahren. Diese Eindrücke, die du auch sonst so wahrnimmst. Diese olfaktorischen Eindrücke. Also so riechen und so weiter. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Fahr mal links Richtung Murnau. Weil Richtung Seeshaupt und Antdorf ist, glaube ich, falsch. Oder vielleicht bin ich auch falsch in meinem Kopf. Aber ich werde es herausfinden. Auf jeden Fall finde ich das Motorradfahren so geil. Du bist einfach in der Natur. Klar, du hast Schutzausrüstung an, du hast einen Helm auf. Aber diese Gerüche, die man auch so wahrnimmt und so weiter, das ist einfach einzigartig. Das hast du im Auto nicht. Du hast höchstens Abgase, die du durch die Klimaanlage reinholst vom Vordermann. Was fahrt ihr eigentlich für Motorräder? Das würde mich mal interessieren. Weil vielleicht interessiert euch ja auch mal verschiedene Motorräder zu testen. Also ich habe auf jeden Fall auf dem Schirm, dass sich manche Leute ein Vergleichsvideo Street Fighter V2S und Street Fighter bzw. Panigale V2S gewünscht haben. Der Rupert hat im letzten Video gesagt, ja, wir kriegen die jetzt demnächst geliefert. Ich meine, das ist auch total geil. Er als Händler, der fährt dann mit und sagt, ja klar, du kannst jedes Motorrad fahren, wenn du willst. Krass. Also das ist mir eine große Freude und eine große Ehre, das überhaupt zu dürfen. Und übrigens diese Videos, die ich mit dem Händler mache, dafür werde ich nicht bezahlt. Das mache ich einfach aus Spaß und der Freude. Da verdiene ich nichts dran. Wo ich irgendwann mal was dran verdienen könnte, ist, wenn ihr den Kanal abonniert, da werden irgendwann ab 500 Abonnenten oder so mal ein paar Cent pro Klicks ausgeschüttet. Davon kannst du nicht leben, ehrlicherweise. Aber wer weiß, wo das Ganze hier auch hinwächst, weil innerhalb von einer Woche sind ja dann doch auch 130 Follower dazugekommen.
worauf ich immer noch nicht klarkomme. Ja, ist aber auch nicht das Ziel von YouTube leben zu können. Ich möchte euch einfach hier schönen und guten, hochwertigen Motorrad-Content von der Straße für die Straße bieten. Und das ist mein Anspruch. Und vor allem möchte ich hier und da ja, einfach was Neues zeigen. Ne? Also neue Motorradmodelle, neue Eindrücke von Messen, vielleicht ein paar Community-Videos. Also falls ihr hier aus der Gegend kommt und sagt, ich habe Bock mal ein Video zu machen, dann schreibt mich gerne mal an. Da können wir auf jeden Fall was machen. Guckt mal übrigens auch auf Instagram vorbei. Ich mache das hauptberuflich, Videos und Podcasts. Deshalb ist auch der Content hier von einer relativ guten Qualität, würde ich sagen. Aber eigentlich aus einem anderen Bereich, also eigentlich aus der Dentalbranche, wo ich mich immer noch aufhalte. Habe quasi eine Dental-Podcast-Agentur, wo ich mehrere Podcasts betreuen darf. Heißt, das Konzeptionieren, Nachbereiten in Schnitt und Ton, das Veröffentlichen, Vorschauvideos erstellen, auf Messen rumlaufen, Messeeindrücke einsammeln. Deshalb bin ich da im Thema Content Creation schon zu Hause. Nur das mit dem Motorrad, das ist jetzt halt neu. Wie ihr seht, der Kanal hat noch nicht so viele Abonnenten. Aber das kann man halt gut miteinander verbinden, weil das Equipment habe ich ja sowieso. Und ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Deshalb kann ich euch das ja zugutekommen lassen. Ich weiß, wieder sehr gönnerhaft unterwegs heute. Und ja, falls ihr irgendwelche Wünsche habt an Motorrad-Content, lasst es mich wissen. So, ich bin auf jeden Fall richtig. Jetzt muss ich hier links. Jetzt kennt ihr zumindest den Weg zum Ducati-Händler, wo ich immer bin. Ich bin da jetzt irgendwie gefühlt schon jeden Tag. Ich meine, einerseits, weil ich meine Motorräder kaufe und die alle zum Service müssen. Aber andererseits, weil ich jetzt natürlich auch ein paar Videos machen möchte für euch. Wegen dem Motorradvergleichen und so weiter. Und der Rupert hat gesagt, ihr würdet gerne mal so ein paar technische Videos machen. Also wenn ihr sagt, ihr habt Bock, so ein paar technische Videos zu sehen, wenn ihr zum Beispiel ein Problem habt mit eurem Motorrad, mit eurer Ducati, dann sagt Bescheid. Da kümmert sich der Rupert drum. Ja, ansonsten keine Ahnung, was euch noch so interessiert. Ich weiß ja auch nicht, an welchem Punkt ihr beim Motorradfahren seid. Ob ihr jetzt Fahranfänger oder Fahranfängerin seid, ob ihr gerade euren Führerschein macht, ob ihr schon 2-3 Jahre Motorrad fahrt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wer hier die Videos so anschaut, weil dementsprechend kann ich auch herausfinden, was ihr für Content haben möchtet. Weil wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, boah, keine Ahnung, ich muss eine Lederkombi kaufen oder ich muss einen Helm kaufen, dann kann ich ja theoretisch auch einfach mal in den Shop gehen, zum Louis oder zum Polo oder keine Ahnung was. Ich meine, ist ja auch egal welcher Händler oder welcher Hersteller, um einfach mal so eine Beratungssituation zu machen. Ich war auch vor 2-3 Monaten in München bei Harley Davidson, weil ich überlegt habe tatsächlich als Zweitmotorrad nicht eine Panigale zu kaufen, sondern eine Harley. Weil die Überlegung ist nämlich, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass ich mit dem Motorrad auf die Rennstrecke möchte und es nicht ausschließen kann, dass ich das umbaue. Und ich werde dementsprechend ein zweites Motorrad brauchen, wenn ich es umbaue oder natürlich auch, um nicht allzu viele Kilometer zu sammeln. Weil wenn du auf der Rennstrecke fährst und im Straßenverkehr, dann hast du irgendwann auf 23, 24, 50.000 Kilometer schnell voll. Und deshalb brauchte ich ein zweites Motorrad. Und deshalb war ich bei Harley Davidson in München und ich bin dann echt begeistert gewesen von dem einen oder anderen Modell. Und dann kam Annika und meinte, oh, ich würde jetzt doch einen Führerschein machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann mach das. Und dann haben wir mal das ein oder andere Motorrad angeguckt und hat sie dann relativ schnell festgestellt, dass sie auch gerne Ducati fahren möchte. Und dementsprechend ist die Wahl dann auf die Panigale V2S gefallen, statt auf eine Lowrider ST von Harley Davidson. Also quasi, falls du gerade zuhörst, tut mir total leid. Aber so ist das halt manchmal. Wenn du bei einem Händler zufrieden bist, dann gehst du auch noch ein zweites Mal hin. Ich war bei Harley Davidson in München auch total zufrieden mit der Beratung, muss ich sagen. Aber es ist im Endeffekt auch dran gescheitert, dass natürlich so ein Motorrad auch Geld kostet. Und man natürlich auch gucken muss, wie bezahlt man das Ganze. Und alles zusammen geht natürlich nicht. So, jetzt ist hier Obersicherung in der inneren Ortschaft. Und sind jetzt auch vom Händler angekommen, damit ich Rupert eine Kamera geben kann. In dem Sinne,
Danke, dass ihr bis hierhin eingeschaltet habt. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Viel Spaß, macht Schlaf, habt euch lieb, bleibt sitzen. Das Gummi gehört nach unten, nicht nach oben. Ciao.